Mal kurz vorspulen beim Videolog. Hier sieht es jetzt so aus. Sonntagmorgen am Pazifik. Also langsam färbt das Land hier ab. Ja? Es hat ja jetzt ein bisschen gedauert, ja, aber sorry, hier ist es so schön. Es tut mir leid, es tut mir schrecklich leid, aber ja. Ich werde hier schon angesteckt von diesem Pura wieder. Was ich heute nicht mache, mache ich morgen, und was ich morgen nicht mache, mache ich halt übermorgen. Und so vergeht Woche für Woche und oder wieder. Aber ich bin ja noch was schuldig, nämlich wie jetzt diese Reise war von San Jose nach Samara. Der letzte Tag in San Jose war ein Dienstag, wenn mich jetzt nicht mehr alles täuscht. Es war ein Dienstag, und nachdem wir ja in San Jose in einem Hotel waren und in Samara dann ein Airbnb mit hier Küche und quasi wie ein normales Haus dann hatten, mussten wir ja noch einkaufen. Ja, mach das mal zu Fuß über die vierspurige Hauptstraße. Funktioniert. Musst du nur hier völlig entspannt hier an die Sache rangehen und das haut hin. Wir sind in San Jose am Park La Sabana, sind wir ja hier an diesen Mas por Menos gegangen. Also auf der Karte finde ich ihn, beschreiben könnte ich ihn jetzt nicht. Es ist im Prinzip sowas wie, keine Ahnung, was ist denn vergleichbar in Deutschland, vielleicht ein Kaufland oder sowas, irgend sowas in der Art. Und dann haben wir eingekauft. Jo, gehst rein, bist erstmal völlig erschlagen von diesem ganzen Obst- und Gemüseangebot. Also wirklich hier diese ganzen, wie so pyramidenartig alles aufgebaut. Und was auch ein krasser Unterschied ist, du siehst da fast kein Plastik. Das war, wie gesagt, diese einzeln alles aufgebaut und nicht alles in 1000 Schichten Plastik verpackt und so schön. Und dann hatten wir gleich den nächsten Effekt, wo du dich schlagartig 20 Jahre jünger fühlst. Ja, wie ich irgendwann mal schon erwähnt habe, ich bin halt so ein Kind, geboren in den 80ern, aufgewachsen in den 90ern, und Ende der 90er kamen ja dann gewisse Getränke auf, so Disco-Zeit und so. Und da gab es ja früher diesen Smirnoff-Eis, und ich habe das wirklich, ich glaube, seit mindestens 20 Jahren nirgendwo mehr gesehen, und dann gehst du in diesen Laden und da ist da so ein ganze Palettending aufgebaut mit Smirnoff-Eis. Ich kam mir schlagartig wieder vor wie 18. Ich habe aber trotzdem nichts gekauft. Ich habe mich nur gefreut, dass das doch noch irgendwo auf diesem Planeten gibt. Und ja, egal. Auf jeden Fall, wir haben da eingekauft, was du halt so brauchst, ja, so die ersten Tage, so einfach im völligen Blindflug, ja, du weißt nicht, was ist in der Unterkunft da. Salz, Pfeffer, Öl, kann ja da sein, kann nicht da sein. Und dann haben wir noch 30 Eier gekauft, die gibt es ja hier in so 15 Stück oder in 30er Paletten. Da haben wir 2 15er gekauft und haben dann gehofft, dass wir die halt heimbringen. Ja, Spoiler, wir haben es geschafft. Es war aber auch ein bisschen spannend. Ja, also letzten Tag war halt eben noch dieses Einkaufen, und dann, wir sind halt das zu Fuß gegangen. Ich glaube, es war irgendwie ein knapper Kilometer hin, knapper Kilometer zurück. Und das über diesen Paseo Colón, einmal so drüber. Abends sind wir sind ja immer in diese Soda Tapia gegangen mit dem Opa, weil das jetzt nicht ganz so weit war und das jetzt auch ein Essen war, was er wollte. Und an diesem Dienstag allerdings wollte er nicht mit zum Essen, weil halt die Portionen hier für einen Senior dann doch so riesig sind. Jetzt hat er gesagt, nee, heute brauche ich nichts. Morgen gibt es hier wieder Frühstück und du brauchst da jetzt halt mal nichts. Und dann sind wir in die andere Richtung gegangen, am Paseo Colón. Und dann haben wir diese Kette gefunden, diese UFO-Burger. Ja, das war echt cool. Ja, die Burger waren richtig gut. Die Pommes auch. Und wir haben das erste Fanta Colita getrunken. Fanta Colita, das ist ja dieses rote Fanta, was es nur in Costa Rica gibt. Und das schmeckt, wenn man es beschreiben müsste man sagen, es schmeckt undefinierbar.
Allerdings ist mir jetzt inzwischen eingefallen, an was mich das erinnert. Wie gesagt, ich bin ein Kind der 90er und ich bin mir gar nicht sicher, ob es das inzwischen noch gibt, dieses Bum-Bum-Eis mit dieser roten Umhüllung. Und das schmeckt exakt gleich. Also genau, du hast quasi ein Fanta, was einfach nur nach der roten Hülle vom Bum-Bum-Eis schmeckt. Ich will nicht mehr ohne. Das ist so cool. Und na gut, dann kann man halt, wir waren tatsächlich dann in dem Moment, es war schon ziemlich zum Ladenschluss, die einzigen Gäste noch, und dann sind wir da halt ins Gespräch gekommen. Und der hat uns dann so von ihm gebrautes Bier probieren lassen, weil wir halt ins Gespräch gekommen sind. Hier, wir sind aus Bayern und Bier und man kennt's, ja. Und da haben wir das Bier probiert, ja, das war aber richtig gut. Ne? Dann natürlich nichts mehr gewohnt irgendwie, gar nichts mehr. Und von einem kleinen Bier gehst du dann betüdelt heim und das war dann noch so ein netter Abschluss. Ja. Aber wie gesagt, UFO Burger Passion Bouillon kann ich echt empfehlen. Und ja, das war dann quasi der Dienstag und am Mittwoch früh, ich habe dann am Dienstag noch gepackt auch oder angefangen zu packen, wie gesagt, diese ganzen Einkäufe zum Beispiel alle in einen Rucksack rein und obendrauf die Eier und einfach nur gehofft, dass sie nicht brechen. Und Mittwoch früh sind wir dann früh zum Frühstück. Ich glaube, Frühstück gab es ab 6:30. Wir sind dann um 6:45 schon beim Frühstücken gewesen. Und nach dem Frühstück danach alles fertig gepackt, alles reingeschmissen und wir hatten ja die Hoffnung, weil wir hatten ja in dieser Woche in San Jose schon ein Auto gekauft, die naive Hoffnung, muss ich schon fast sagen, dass wir das Auto vielleicht schon hätten und dann irgendwie das viele Gepäckteil schon ins Auto packen. Vergiss es. Nein, vergiss es. Es war auf jeden Fall so ein Minibus und mit Ach und Krach haben wir alles untergebracht. Der war nicht klein, der war echt nicht klein, aber vorne der Opa auf dem Beifahrersitz. Im Fußraum war, ich glaube, irgendein Handgepäck, Rucksack, irgendwas Kleines. Dann saß mein Flo und ich saßen in der nächsten Reihe und hinten im Kofferraum waren die ganzen Koffer. Und das war halt wirklich bis oben hin gerammelt voll. Hinten in der hintersten Reihe war Felix und der Kater. Und da gingen die Probleme schon los, weil der Kater permanent nichts anderes machte wie miau, 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 miau. Tuschur, die ganze Zeit ging es so. Der Junge war dann noch mit dem Handy ding, 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 ding und dann war das die ganze Fahrt rum ungefähr so ding, 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 miau, ding, 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 miau. 5 Stunden lang. Und weil das noch nicht reicht, habe ich hab ja so ein Radio dabei, ja, das ist wieder so ein Ding, was man glaubt, man braucht es, aber man braucht es überhaupt nicht. Vergiss Digitalradio in Costa Rica, zumindest hier jetzt irgendwo an der Küste, da geht gar nichts. Nicht mal der normale Radio hast du hier irgendeinen Empfang. Also beim Autofahren oder sowas merkt man es auch. Es kann mal irgendwo so ganz kurz so ein Sender reinkommen, aber nee. Also so von der Liste streichen, Radio braucht kein Mensch. So, dann hatte ich das Ding aber dabei. Das war natürlich schön brav vollgeladen. Und es war irgendwo in irgendeinem Koffer, in irgendeinem von den 9 großen Koffern drin. Und der Radio hat an der Seite so einen Notfallknopf. Das heißt, der macht Alarm. Jetzt ratet mal. Das ging natürlich irgendwann los. Weil alles natürlich total voll und da ist halt dann irgendwas im Koffer da an den Knopf gekommen. Und wir sind, ich glaube, noch nicht mal losgefahren, da hörten wir das hinten schon. Also vorne haben sie es Gott sei Dank nicht gehört, das war doch relativ leise, weil ja doch viel in den Koffern drin war und viel verpackt und sowas. Und dann war halt dieser Sound, diese Soundkulisse während des Fahrens so ungefähr so. Das ging halt dann so ein bisschen dahin. Und ja, rückblickend betrachtet kann ich halt drüber lachen. In dem Moment hat es mich furchtbar genervt, ich bin ehrlich. Das ist so, boah, nein. Und dann bist du eh schon angespannt, ob alles reinpasst und ja, hilft nichts, ist halt so. Und dann wirst du also
wie gesagt, wir hatten so ein Shuttle gebucht, so einen Transfer. Und dann bist du von San Jose nach Samara wirklich ohne Übertreibung 5 Stunden unterwegs. Und dann kam das nächste Problem. Der Check-in von unserer Unterkunft in Samara war erst ab 14 Uhr möglich. Wir sind allerdings in San Jose um 9 Uhr losgefahren. Die Theorie. Die Praxis war, er war viel früher da, das heißt, er war um 8:30 da und verkehrsmäßig ging das super. Ist es fast ein bisschen geflutscht. Ja? Wie wir aus San Jose rausgefahren sind, da ist ja irgendwo, ich weiß jetzt nicht mehr, Escazú oder wie das heißt, da ist ja so die erste Mautstation. Das ist ja schon, das ist ja schon verhältnismäßig modern, muss man sagen. Ja? Der fährt da durch und du kannst halt da Karte ranhalten, Handy ranhalten, hier bargeldlos bezahlen, hier gang und gäbe. Wir haben uns das inzwischen auch eigentlich durchgehend angewöhnt. Und wie gesagt, diese riesengroßen Mautstellen, da wo du irgendwie umgerechnet 80 Cent Maut zahlst. Und dann machen wir da vorbei. Ja, dann schaust du halt die Landschaft an. Das Blöde war ein bisschen auf meiner Seite vom Dings, da waren halt die Fensterscheiben so, die sind ja dann so verdunkelt. Ne? Und die Folie war halt so ein bisschen, naja, nicht glatt gezogen, sondern so ein bisschen, jetzt sind die ganzen Fotos, die da rausgehen, alle so, war jetzt dann nicht so geil für Foto machen. Ja, aber irgendwas ist ja immer. Und ja gut, dann ist irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, irgendwo war dann ein riesen Stau in Richtung San Jose rein, also sprich auf der Gegenspur. Das war dann so wie, oh Gott, Gott sei Dank sind wir auf der anderen Seite. Und der Opa ist mit dem Schau nicht mitgekommen. Der war ja quasi damals, oder die Woche davor, im Dunkeln vom Flughafen zum Hotel. Und dann hat er ja nicht mehr viel gesehen, wie irgendwie so 1-2 Blocks ums Hotel rum. Und mehr hat er ja nochmal gesehen. Und dann war das so wie, Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Boah, ist das schön und hier grün und so viele Autos und so viele Straßen und was ist denn das und da und dann. Es war interessant zu zuschauen. Ne? Und wir sind dann auf dieser Route 27 gefahren, Richtung Caldera. Caldera ist dann diese Hafenstadt am Pazifik. Und da haben wir dann auch den ersten Stopp gemacht. Sind da alle ausgestiegen, kurze Pause, hast den Pazifik gesehen, hast die ganzen Schiffe gesehen, hast die ersten Leguane laufen sehen, da standen wir an so einem, ja, was so ein Weg so hingegangen ist und dann bist du auch beim Aussteigen schon, ja, das war natürlich schon viel wärmer wie jetzt im Zentraltal, du bist ja ans Meer runtergefahren, Zentraltal ist ja irgendwie 1000 Meter Höhenmeter und dann war die Luft schon ganz anders, diese salzige und diese schwüle und warme und das war wirklich so ein Moment für die Geschichtsbücher, da wo du dir echt denkst, boah, ja, cool. Das war schlagartig wieder wie, wo wir im Urlaub waren, bist du wieder hier gehörst du hin, gefühlsmäßig. Ja. Ist ja in dem Moment alles ein bisschen Gefühlsduselei und hier bedeutungsschwanger und was weiß ich was nicht alles. Ja. Aber im Prinzip machst du nur Pinkelpause. Und ja, das war wirklich schön. Und ja, und dann ging es halt weiter. Sind wir wieder weitergefahren und irgendwann nochmal Pinkelpause, da musste dann Felix nochmal und irgendwann kommst du dann in Richtung Guanacaste. Da merkst du halt auch, dass sich die Landschaft ein bisschen ändert. Es war ja noch Trockenzeit in dem Moment, das heißt, es war alles irgendwie so ein bisschen vertrocknet. Ja, aber Guanacaste, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber du hast gemerkt, irgendwie ändert sich die Landschaft. Das ist irgendwie so ein bisschen mehr Prärie und so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, undefinierbar. Und was ich noch vergessen habe, zwischendrin ist noch, wo wir mit dem Urlaub quasi Richtung Flughafen wieder heimgefahren worden sind. Da war ja dann so eine Brücke. Die war irgendwie im Bau. Das heißt, wir sind damals im Urlaub da so rechts vorbei. Und die Brücke stand quasi daneben und war noch irgendwie so waren die Arbeiter noch am Machen. Und diesmal sind wir über die Brücke drüber gefahren. Das war irgendwie so auf der einen Seite Felsen. Ich weiß nicht genau, ich müsste es googeln. Ich weiß das halt alles leider Gottes noch nicht auswendig.
Aber zurück zu Guanacaste. Irgendwann waren wir halt dann in Guanacaste. Und ja, also Opa ist mit dem Scham nicht mitgekommen. Wir haben dann auch irgendwann die Teerstraße verlassen, so ein bisschen Abkürzung gefahren. Das heißt, typisch kostarikanische Straße. Kein Teer, viele Schlaglöcher. Oder Schlaglöcher, also nicht Straße mit Schlaglöchern, sondern Schlaglöcher mit Straße. Und dann saß halt Opa auch so drin und ja, er hat Tage später versucht, das irgendwie auf Google Maps nachzuvollziehen, wo wir da gefahren sind, ist irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich habe es ihm dann erklärt, dass wir hier lang und da lang sind und so, okay, er hat ja ganz woanders gesucht. Ja, dann sind wir halt Richtung Samara unten. Nee, stopp, ich habe noch was vergessen. Wir waren ja noch an der Brücke der Puente de la Amistad, also die Brücke der Freundschaft hier, über den Golf von Nicoya. Das ist ja so eine bisschen Abkürzung. Und da haben wir dann auch noch mal kurz angehalten, weil einfach die Brücke anschauen, einfach kurz aussteigen, Foto machen. Wir sind jetzt gar nicht auf die Brücke selbst gegangen, aber halt anschauen. Dann war halt das erste Schild hier vor sich, Krokodile und ganz eine andere Welt. Und wie gesagt, der Verkehr war verhältnismäßig gut. Wir sind auch recht früh angekommen. Wir sind dann Samara reingekommen und Opa kannte ja Samara von unseren Erzählungen so und verschlafenes Dorf und bla 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 und am Meer und ganz ruhig und dann kommst du da hin und dann ist im Prinzip das Ende von der Trockenzeit oder von der Hauptsaison. Aber da waren da so viele Leute und Verkehr und wir sind ja irgendwie da, ich glaube kurz nach 1 Uhr oder sowas angekommen oder 1:30, irgendwie sowas. Und dann war das beim Opa irgendwie so, oh Gott, wie geht's denn hier zu? Da sind ja so viele Leute. Naja, ich meine, war ja Ende von der Hauptsaison. Das hat sich inzwischen ja auch gelegt, Nebensaison, ja, jetzt ist es ruhiger. Aber im ersten Moment hat Opa gesagt, so im Nachhinein war es halt so ein bisschen so, oh, es ist ja hier viel mehr los. Und ja gut, und dann sind wir halt zur Unterkunft gefahren. Waren wir ein bisschen früher dort, haben wir noch kurz gewartet, dass quasi hier die Unterkunft fertig war. Also wir waren, glaube ich, an der Unterkunft, weiß nicht, Viertelstunde zu früh. Aber das ging dann alles, war dann alles super. Und dann hat uns hier die Co-Gastgeberin empfangen, Maria, und dann sind wir angetreten mit unseren ganzen Koffern. Erst ging der Opa rein und der Felix, und dann kam der erste Koffer und der zweite Koffer und die Katze und der dritte Koffer und der vierte Koffer. Und dann hat sie gefragt, zieht ihr um? Und mir so, ja. Ja gut, und dann standen wir halt da mit den ganzen Koffern alles. Boah. Zentraltal war halt mehr wie Frühling vom Klima her und jetzt am Meer war halt Sommer, totaler Sommer. Es hatte irgendwie, ich glaube, wie wir da angekommen sind, 33 Grad oder sowas. Und da war dann der Opa momentan schon so ein bisschen so, ist aber Hitze. Ne? Inzwischen ist er halt die Hitze gewöhnt, sagt er von sich selber, wenn er es sagt, soll es so sein. Und fertig. Und ja, und dann haben wir ein bisschen so die ersten Dinge ausgepackt, Kaffee gekocht und erstmal Kaffee getrunken. Das war im Prinzip die Reise dahin. Und dann ging das erst so richtig los, du bist jetzt hier endlich, wo du hin willst. Die Unterkunft hatten wir für 2,5 Monate schon gebucht, in der Hoffnung, dass wir in 2,5 Monaten dann schon was schaffen. Dann ging es noch um die Bettenverteilung. Es war ja der Kompromiss ausgemacht, dass Felix auf der Couch schläft, das war ja quasi fix. Und dann ging es nur noch darum, die 2 Schlafzimmer wer wohin. Das war aber dann auch relativ schnell ausgemacht, ohne irgendwie hier, ich will aber dies hier. Gott, total gechillt, total ruhig. Das war halt anders jetzt wie im Hotel, da hatte Felix sein eigenes Zimmer auch, aber da war halt wirklich von vornherein, und das wusste er auch, ja, und mir tut es auch im Nachhinein leid, aber 2 Monate auf der Couch für das, dass man erstmal quasi wochenlang in Zwangsurlaub ist, weil man erst alles anleiern muss. Das war okay, Hauptsache das WLAN funktioniert. Und nochmal kurz zur Trockenzeit.
Ich fühlte mich tatsächlich nach 1-2 Tagen, wo wir dann dort waren. Ich meine, das liegt an so einer Sandstraße und die Unterkunft. Und das war tatsächlich Trockenzeit. Ich weiß nicht, wer den Film Interstellar kennt. Ja? Diese Szene, wo sie hier auf dem Tisch die Teller umgedreht drauf haben. Das war fast ein bisschen so. Natürlich viel, viel weniger Staub, ja. Aber ich fühlte mich daran erinnert, ja, weil wenn du da irgendwas abgespült hast und 2 Tage später dann quasi aus dem Schrank wieder rausgenommen hast, da war schon wieder feine Staubschicht. Aber das liegt halt echt an der Trockenzeit hier und das ist hier überall. Ich fand es halt schön irgendwie. Ich fühlte mich echt an Interstellar erinnert. Hier Staub auf dem ganzen Zeug überall. Und wenn du nachts rausschaust, siehst du viele Sterne und es war schön. Oder es ist auch immer noch schön. Wir sind ja immer noch hier. Und es geht ja immer noch weiter. Am nächsten Tag sind wir dann auch gleich an den Strand. Playa Cangrejal. Das ist quasi jetzt nicht ganz der Hauptstrand, sondern so ein bisschen nördlich, der nördliche Teil von der Bucht. Und dann standen wir dort. Ja, und dann denkst du dir, du stehst jetzt wieder hier nach 1,5 Jahren. Ich weiß noch den Moment, damals im Urlaub am letzten Tag, da genau an diesem Strand steht und ein Floß sagte, so, schaut euch nochmal um. Morgen ist es vorbei. Am nächsten Tag sind wir heimgeflogen. Und jetzt standen wir wieder hier, ohne Rückflugticket. Das war der Moment, wo du wusstest, hier bleibst du. Und dann ging die Arbeit erst los. Und dazu im nächsten Video. Ich verspreche, das kommt eher. Das kommt eher. Ich habe inzwischen super Internet und ich mag auch wieder Videos machen jetzt. Hier das ganze Tief mit Arbeit und mit alles organisieren und umziehen und Gedöns und Zeugs und Klump. Ist vorbei. Jetzt wird es ruhiger. Jetzt kann ich mich darauf wieder konzentrieren. In dem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.